Und außerdem hat man noch diese Tablet-Hüllen dabei. Also die holen alles raus. Und das Spiel, nicht zu vergessen. Ich würde das Spiel, glaube ich, gar nicht spielen. Ich würde mir erstmal die Lederjacke anziehen. Und dann würde ich erstmal durch die Stadt gehen und sagen, Alter, weißt du, was ich gerade hier trage? Das ist die Original-Lederjacke aus dieser Collector's Edition für $1000! 10 Collector's Editions oder 10 Collector's Editions that were total disasters. Also 10 Collector's Editions, die total Panne sind. So, und das wollte ich noch mal gucken. Gehen wir mal rein. Sollen wir Untertitel anmachen? Warte mal, ich mach mal Untertitel an. Dann kann man vielleicht, weil es ja Englisch ist. Und dann kann man das ein bisschen besser sehen. So. Schauen wir uns das mal an. Oder? Let's go. You can imagine why those who purchase the collector's edition with. Also kurz dazu zu sagen, ich kaufe mir gerne Collector's Editions, deswegen ist mir dieses Video, habe ich dieses Video entdeckt und dachte mir so, ja, da könnte man sich ja mal angucken, ne? Könnt ihr mal gucken, was da so gezeigt wird. So. Certain expectations might find this to be a pretty scummy move on Bethesda's part. So it is pretty thin. Like you can almost see through it. You see that when you hold it to the light? I was hoping to be a little bit thicker. Okay, das war gerade ein Rucksack von Bethesda oder so. Wahrscheinlich von Fallout oder so ein Kram. Okay. Was ist das? Was ist denn das? Naturalmente tutte queste operazioni sono accompagnate anche da una vibrazione. So, you're gonna notice that there's some really odd stuff in here, and this is why I wanted to unbox one of these for you guys. This is a true, like, baby bib. Like, the back here, I don't know if this camera will pick it up. Okay, da gibt's da einmal eine Collector's Edition mit einem Baby-Sabberlatz. But I know that this jacket is probably not like the best quality made, so that's why I'm not gonna wear them much. I can hear the echoes every time I guck mal hier, das ist diese Maske. Fallout. One thing I don't like about this is it is very cheap and cheesy. Ja. You can see here they try to make it look all rough looking. Oh Gott, oh Gott. Just... Das ist irgendeine Batman Collector's Edition, ich weiß nicht welche, aber da gibt's so ein, wahrscheinlich dieses Ding zum Werfen. It's pretty bad. I'm Batman. So, das war gerade mal das Intro, ne? Jetzt geht's erstmal richtig los. So, gucken wir mal. Ey, also die habe ich da auch, ne? Die Collector's Edition. Kann man die sehen? Jetzt kommt sie rein. Die habe ich auch. Zweimal für die PS3. Da unten sehen wir Resident Evil. Was ist denn das? 6. Dann haben wir da noch Call of Duty und da oben Last Guardian. Ja, wir gucken mal. The debacle that was Fallout 76 Power Armor Edition is just the most recent embarrassment when it comes to disappointing collector's editions. And this got me thinking about all the terrible special editions that have come out before. Also, ich glaube, ein paar davon habe ich auch. Eine habe ich gerade gesehen. Und eine war dabei, die wurde in Deutschland, die nicht, die haben sie nicht rausgebracht. Da habe ich das Spiel kostenlos damals bekommen. Da habe ich bei Amazon vorbestellt. Und dann haben die gesagt, ja, kommt nicht, aber du kriegst das Spiel so. Also die Steelbook Edition war das, glaube ich, damals. Some of them were borderline scams and others just fell completely short of what they promised. Hier, das ist es. Dieses Batmobil sollte man bekommen, ne? Und das haben die irgendwie nicht geschafft herzustellen. To deliver. In this video, I'll be going over 10 of the most overpriced, overhyped, and underwhelming collector's editions of games throughout the years. And we might as well start with Fallout 76. Fallout 76, diese Collector's Edition habe ich damals nicht vorbestellt, weil ich habe Fallout noch nie gespielt. Ich habe noch ein Fallout da, dieses, wie heißt denn das? Fallout 4 oder so? Keine Ahnung. Werde ich vielleicht mal in der Zukunft irgendwie mal reinhauen, ja. Und diese Collector's Edition, die hatte ich auch im Auge, aber ich habe sie mir dann doch nicht geholt. Ich glaube, die war auch relativ teuer. Handled rollouts of a collector's edition in a long time. First announced at E3 2018, Fallout 76 looked like a promising entry in the beloved Fallout series. Capitalizing on this. Dazu muss man sagen, ich habe glaube ich, noch nie ein Fallout gespielt. Noch nie. Nicht auf der PS3. Ich weiß gar nicht, ob es ein PS2 Fallout gab. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich noch nie ein Fallout gespielt. Ich habe, wie gesagt, noch eins da. Und ich habe damals mir auch diese Collector's Edition geholt. Wie heißen die? Mit diesem Ding dran, mit diesem Arm. Dieses Ding. Auch noch original verpackt.
this, Bethesda decided to cash in the form of announcing a pricey special edition. Wobei ich die gar nicht so schlecht fand. Das sieht schon eigentlich ganz geil aus. Also diese Tasche interessiert mich nicht, aber dieser Helm sieht schon mega aus. Ne? Wenn du da irgendwie so einen Halt dazu hast und die da irgendwo hinstellen kannst, das ist schon cool. Fallout 76 Power Armor Edition was priced at $199 US and was released the same day as the normal game on November 14th, 2018. The hype train for Fallout 76 quickly came crashing down as fans realized that the game was a buggy, incomplete, half-assed multiplayer disaster. Ja. Country roads take me. War wohl nicht so geil, als das Spiel rausgekommen ist, voll mit Bugs und so. Aber welches Spiel ist das denn heutzutage nicht? Ich glaube, bei Red Dead 2, das war ja auch die Zeit, so 2018, da hatte ich nicht so viele Probleme. Like, take me to a finished fucking game? What were they thinking? If the game itself wasn't disappointing enough to the loyal fans who bought the Power Armor Edition, they were also in for quite the letdown when it came to other items in the bundle. Namely, the canvas bag customers were sent, which was made out of a flimsy nylon material and looked nothing like the bag shown in Sieht aus wie so ein Zelt, ne? promotions. To add insult. Ach was, warte mal. Das war anders angekündigt? Das war aus richtigem Stoff angekündigt und dann kam da so ein Ding. It looked nothing like the bag shown in promotions. To add insult to injury. Guck mal, das ist ja ganz anderer Stoff, ne? Also, das wäre ja viel geiler. Krass. Okay, geht weiter. Many YouTubers and influencers who got an early version of the game received a much nicer canvas bag, one that much more closely resembles what fans were promised. Clearly Bethesda. Also Influencer haben sozusagen diese Tasche, die man eben gesehen hat, haben die bekommen. Die war abgebildet in der Collectors Edition, also auf der linken Seite und auf der rechten Seite ist sozusagen dieser Zeltstoff. They had their priorities in order by trying to suck up to online influencers rather than please their core fans. As compensation for all of this, Bethesda offered $5 of in-game currency to customers who purchased the bundle. Unsurprisingly. Was stand da? We are sorry? Moment. We are sorry, please contact Bethesda support to prove proof of your CE purchase. Also die wollen, dass du da hinschreibst, dass du das Ding auch gekauft hast. They will assist granting your account. Dollars of in-game currency to customers. Da hast du $5 in-game Währung. Customers who purchased the bundle. Unsurprisingly, fans were still outraged as $5 of in-game currency for a game they didn't even like was not enough. Finally, on December 3rd, 2018, Bethesda would announce a sensible solution for their angry customers. Die haben irgendwas rausgebracht, um their PR executive, Simon Baldock, announced the following. Attention Fallout fans, your canvas bags, they were pretty shitty. They're gonna need our help. In order to send real bags, all we're gonna need is your personal information. Your phone number, home address and full name. Wahrscheinlich haben sie trotzdem, hast alles hingesendet und die haben trotzdem nicht reagiert, ja. But you gotta be quick, our Chinese factory is running low on linen. As if Bethesda couldn't give any fewer fucks, somehow their support team managed to leak the addresses and personal information of the customers who are set to receive their new canvas bags. And I'd like to imagine Todd Howard personally ordered this to be done on purpose to teach Fallout fans a lesson for all their whining. It probably went down something like this. Oh, you guys thought I was done, huh? You think this is a fucking game? You think you can complain about my fucking game and get away with it? I mean, I'm selling a game, but if you want to play hardball, we'll play hardball. Addresses, names, phone numbers, support team. Also die Leute haben sozusagen ihr Zeug dahin geschickt und die haben das irgendwie veröffentlicht. Oder da gab es einen Datenleck oder so. You know what the Katastrophe. Also kannst du dir nicht ausdenken, ey. Das ist echt. Yeah, that ought to teach him. Thanks, Todd. Okay, moving on. Dead Island is a series that was originally developed by... Okay, jetzt kommt Dead Island, Freunde. Das ist das Dead Island Riptide. Das habe ich auch selber. Die steht hier oben. Soll ich euch die mal zeigen? Ich glaube, jetzt kommt die Figur. Wir gucken erstmal. A company called Techland. And interestingly enough, Dead Island Riptide was the last game in the series developed by Techland. Ja, das letzte Spiel von Techland, was entwickelt worden ist, weil die haben sich ja dann auf Dying Light konzentriert.
Dying Light 1 war gut, Dying Light 2 war auch gut, bis auf die ganzen Bugs. Ne? Also Katastrophe. It may have been in part due to a scandal surrounding the Zombie Bait Edition of Die habe ich. Ich fand die gar nicht so schlecht. Moment. Hier, habe ich. Guck mal. Ist das erlaubt hier zu zeigen? Ich denke schon. Das ist das Teil. Ist, glaube ich, ein bisschen staubig. Müssen wir wieder entstauben. Aber man sieht natürlich schon, wie groß das ist. Ich halte mal den Controller hier daneben. Sieht man das? Ja, kann man sehen. Und ich weiß gar nicht, warum ist das so schlecht? Das werden wir uns jetzt gleich mal anhören, Freunde. Wir gehen wieder zurück auf Desktop. So, ich stelle die mal kurz wieder weg. Die war auch gar nicht so teuer. Ich glaube, dafür habe ich, soll ich euch sagen, was ich dafür bezahlt habe damals? Ich glaube, 99 €. Ich glaube, ich habe die E-Mail nicht mehr. Aber die habe ich damals im Ausland bestellt. Beim, hier, Österreich. Ne? of the game, which cost PS3-Version. 160 US-Dollar, okay, war ein bisschen teurer, aber ich glaube, die war gar nicht so teuer, ne? This edition included a weapon pack DLC, Ja, gut. collector's artwork, and of course, the item all gamers want, a grotesque and mutilated statue of a woman's bloodied torso. Almost immediately after announcing Also ich glaube, das hat 99 $. Also, warte mal. Gut, ich konnte meine Bestellung für die Größe gehen 99 Tacken voll klar. Also ich fand die Edition auch geil. Vor allen Dingen, du hast ja das Spiel dabei gehabt und diese Figur ist natürlich relativ auch schwer und so weiter. Und wenn man sieht, was man heutzutage für eine Scheiße bekommt, für 250 € zum Beispiel, diese God of War Ragnarok oder wie das Ding heißt, wo man dann, ich glaube 230 kostet die. Da ist das Spiel dabei, noch nicht mal als CD, sondern als Download-Code und dann bekommt man so einen bescheuerten Hammer. caught a wave of backlash with media personalities. I use it dead and offended, but its marketing promo for Riptide is just awful. Also ist schrecklich. Another set edition. And consumers, who called it gross and tasteless. Just hours after announcing the bundle, Deep Silver, the publisher, issued an apology. Hilariously though, the Zombie Bait edition was still sold in Europe and Australia, despite the company issuing the statement that, "We want to reiterate to the community, fans and industry how deeply sorry we are, and that we are committed to making sure this will..." Ja, inklusive Spiel war das. Also ich glaube, ich hab relativ wenig dafür bezahlt. Das war relativ günstig zu bekommen. Never happen again. In contrast, Ich kann jetzt natürlich nicht mehr gucken, weil meine E-Mails von damals, die sind nicht mehr da. Und mein Konto zeigt ja auch nichts mehr an. Also ich habe es definitiv im Ausland bestellt damals. to Techland, Treyarch seemed to Ich verstehe gar nicht, was das Problem ist. Weil da eine Frau mit abgeschnittenen Armen und Beinen dargestellt wird? go Oder was? out of their way to make sure their Also jetzt mal, es ist ein Zombie, ne? Also es ist jetzt kein richtiger Mensch mehr. War mal ein Mensch, aber, ne? Und ich finde das gar nicht so schlimm. Ich finde das sogar relativ cool. special edition of Call of Duty World at War Okay, wir sind schon wieder beim nächsten Spiel. Call of Duty World at War 2, Freunde. Diese Collectors Edition fand ich auch ganz interessant. Das ist so eine Plattform, wo so ein... was as tame as possible. Ach nee, das ist World at War. Okay, sorry, das ist das erste Spiel. And weiß ich it gar nicht, still was ist da drin. backfired. Released on November 11th, 2008, Call of Duty 2008. World at War Collector's Edition came with codes for double experience, a metal tin, and a steel canteen, all for the relatively low price of $80. Ja, sowas braucht man The natürlich. canteen was Damals waren die Collectors Editions natürlich noch viel günstiger, bis sie dann gemerkt haben, die können damit richtig viel Asche machen, indem die einfach davon statt 80.000 nur 40.000 verkaufen. great Ne? idea. It's fitting with the World War II era, and finally, gamers could discreetly drink their alcoholic beverage of choice while gaming. Truly Oh, a dream come true. Wait, what's that? The canteen doesn't open? Yeah. Well, at least you can display it on your shelf. No? It doesn't even stand up? Okay, so it's basically Okay, kann man nicht Basically, aufmachen. Also so wie ich das verstanden habe, kann man dieses Teil nicht a useless aufmachen. chunk of metal Kannst du nicht, that has Call of Duty written on it. Yeah, this sucks. Thanks, kannst du nicht benutzen. Treyarch. You know what doesn't suck? An exclusive Okay, nächste Collectors Edition, Freunde. Es geht hier Collector's Edition goodie box by our friends at Knallauffall, oder wie man Capcom. sagt. Resident Evil 7 Biohazard really lived up to its name with the Collector's Edition, released on January 24th, 2017. Also wenn ich jetzt so zurückgucke und ich sehe die Collectors Editions, manche fand ich ganz cool, manche hätte ich mir auch gekauft, glaube ich, aber ich war jetzt nicht so ein riesen Resident Evil Fan damals. Aber
Aber das fand ich ganz cool, weil da gab es irgendwie so ein Haus. Aber dieses Haus konnte auch nichts. which included a metal case, a VHS Das ist ganz witzig, ne, diese Videokassette. tape box, a lithograph photo, a bloody finger. Also diese Lithographen, die brauche ich auch nicht. Also wenn ich mir eine Collectors Edition hole, dann muss da eine Figur mindestens drin sein. Oder irgendwas so zum Hinstellen. Aber so Lithographen und diese ganzen Drucke da. Shaped USB drive, a creepy note, and finally a replica model mansion music box. All Ach, for the eine price Music of Box ist das. Hä? $180? Also bei uns wahrscheinlich 200 Euro. $80 US. Now, first of all, it seems like someone just threw a bunch of discount miscellaneous objects from a Halloween store and put it into this box. The Ich creepy verstehe note das looks nicht like ganz. a Also diese Box, die es da gab, dieses Haus, das ist ein Music Player replica oder piece was? of gas station toilet paper with scribbles on it. The USB stick is just a cheap dollar store USB with a plastic finger on it. Mein Gott. And most gamers probably have more USB drives around their Ich glaube, bei dem USB, ich spreche genauso schon wie bei dem USB-Stick, ging es jetzt nicht mal darum, dass du da irgendwelche Daten drauf speicherst, sondern es geht im Allgemeinen erstmal um die Kombination aus diesem Finger, der schon ziemlich cool aussieht, finde ich, und den USB-Stick. Ich hätte den USB-Stick wahrscheinlich nie verwendet, sondern hätte mir da eher desk, then they know das what so to do hingestellt. with. The tin and VHS box, I mean, okay, I guess. The photo looks kind of cool, but the mansion surely steals the show guck mal. for this edition, right? Well, sort of. You see, the mansion would have been a great showpiece if not for the Nice. many problems it had with manufacturing in both the UK and US. Many of the mansions were defective or didn't work properly. Ja, das ist natürlich and doof, ne? Das ist natürlich doof, wenn du dir so eine Collectors Edition bestellst und das Zeug da drin ist kaputt. Some people even claim Hatte ich im Übrigen auch, wobei meine Collectors Edition nicht kaputt, also die Figur, die da drin war nicht kaputt, sondern die Box war kaputt. Und zwar von A Plague Tale Requiem. Aber das lag nicht daran, dass die das in der Fabrik kaputt gemacht haben, sondern an dem Versandservice, weil manchmal ist es ja so, da werden Collectors Editions direkt im Paket versendet. Also das Ding ist einfach im Paket drin, ja, ist nur eine Plastik-Papphülle drum. Und dann geht das einfach kaputt, ne? Weil die da drum schmeißen. Keine Ahnung. Das ist ja nicht so, als wenn du dir ein VGA holst, also so ein gegradetes Spiel und dann ist da drum irgendwie so Popfolie, ne? Bei der Collectors Edition war es aber so, dass ich, da war Schutzmaterial drumherum, aber nicht genug. Und dann war die Verpackung kaputt. Naja, ich habe dem Support geschrieben, die haben nie geantwortet. Aber die Figur war okay und ich hätte das sowieso nicht weiterverkauft. Ne, von dem her habe ich gesagt, okay, aber ich glaube, der Preis mit 199 Euro war dann auch relativ hoch. Aber man muss dazu sagen, es war ein gutes Spiel, erstens. Und zweitens ist die Figur mega. Die ist auch mega schwer und so weiter. Man merkt schon, dass es kein Kunststoff, also es ist ein Kunststoff, aber kein Plastik zum Beispiel. claimed that their mansion had a horrendous chemical smell lingering from it. I guess Capcom wanted to deliver the most authentic biohazard experience possible. These issues caused the product. Also er hat gerade gesagt, dass dieses Modell ein bisschen gestunken hat nach Kunststoff und dass sie die Experience, die Erfahrung wollten sie halt rüberbringen, ne? To be cancelled and refunded in the UK, and it faced delays for US customers. Next on the list is Perfect Dark Zero Collector's Edition, which came out November 22nd, 2005. Now, if there's one thing gamers love to do, it's read. And what's the best way to get gamers to buy a book they don't care about? Ich muss dazu sagen, ich lese auch nicht. Ich guck mir lieber Filme an oder zock was. Wenn natürlich ein interessantes Buch rauskommt, dann habe ich mir das auch schon mal geholt, wie zum Beispiel die Slash-Biografie oder die Nikki Sixx-Biografie. Well, obviously, by including also dieses erste Buch, Harry Diaries von Nikki Sixx. A chapter of a book they don't care about in the game. Developers Rare included a bonus DVD, a metal game case, a holographic card, a comic booklet, Xbox Live avatars, and the first chapter of the game's tie-in novel. Now, I'm not saying this package was the worst deal ever, costing only $60 US. I mean, holographic cards were huge in the early 2000s. That alone made this worth it. I do find it kind of hilarious, though, that the one preview chapter of the book basically served as an advertisement that fans were paying for.
Also, look out for my full review of Perfect Dark Initial Vector, coming out soon. Rocksteady Studios must have also been disappointed in the single chapter included in Perfect Dark. Also ich finde, sowas ist jetzt keine richtige Collectors Edition. Also viele Collectors Editions, da hast du immer irgendwas dabei. Eine Figur. Das ist für mich eine Sammler Edition. Es gibt natürlich auch Editions, wo die sagen, ja, das ist auch eine Sammler Edition, aber da ist nur Schnulli drin. Wie zum Beispiel irgendwelche Postkarten oder so ein Schrott. Braucht doch niemand. Dark Zero's Collectors. Wer stellt sich denn Postkarten hin? Niemand. Ich meine, ich brauche eine Figur oder so. Hm? Edition. Because in their $200 Batmobile Edition. Das ist die Batmobile Edition, die sollte in Deutschland auch rauskommen. Aber die haben Probleme gehabt mit der Herstellung und die hatte ich auch vorbestellt gehabt. Und da habe ich das Spiel kostenlos bekommen. Das habe ich bis heute nicht gespielt. Ein bisschen doof, dass ich das ausgepackt habe und auch schon mal installiert hatte, glaube ich. Also ich glaube, ich habe es ausgepackt, sonst hätte ich das gut graden lassen können. Ne? Edition of Arkham Knight, they included 3 books, an art book, a comic book, and a steel book. Take that, Rare. Oh, and also a Batmobile that was so poorly made that they had to refund all sales. And the bundle was ultimately cancelled. Ja, genau. Das wurde gecancelt. Die haben das nicht hinbekommen, das herzustellen. Also die E-Mail, die ich bekommen habe, war, die Collectors Edition gibt's nicht, weil die hatten Probleme in der Produktion. Und hier ist das Spiel kostenlos. 3 books! The Batmobile Edition was set to be released on June 23rd, 2015. Alter, 2015. Ich habe mir das Spiel damals vorbestellt. Ich habe es noch nicht ein einziges Mal gezockt. Was haben wir für ein Jahr? 2023. Juni. 8. Warte mal. 7,5 Jahre. 15 along with the game. But as I mentioned, there were issues when it came to manufacturing, and apparently the product did not meet quality standards, so it had to be cancelled, and those who purchased it were refunded. However, also ich find trotzdem gut, dass sie dann entschieden haben, dass sie es gecancelt haben, weil die Qualität nicht denen entsprochen hat, was sie wollten. Und nicht gesagt haben, wir schicken das jetzt raus. Ja, und dann werden wir mal gucken, wie die Leute reagieren. Vielleicht auch gar nicht. Came across a YouTuber named GameLoot who somehow got his hands on the unreleased Batmobile edition, and he actually unboxed it. The Batmobile he has seems to be functional and of pretty decent quality. It's a shame this bundle never made it to most customers because I think it actually would have made. Hey, was kann man denn damit machen? Mit einer Fernbedienung? For a great Ich weiß gar nicht, wo ich das hingestellt hätte. Collector's item. Next up is a game that actually did deliver its limited edition, and yet somehow I'm still left with more questions than answers. As far as I can tell, Sorcery Saga Curse of the Curry God is a dungeon crawler weeb game with a curry food theme, developed by Compile Heart and released on December 10th, 2013, for the PlayStation Vita of all things. Kenn ich gar nicht, das Spiel. Also man muss sagen, es gibt von diesen japanischen oder ich sage jetzt mal asiatischen Spielen, keine Ahnung, wo die produziert werden, meistens, glaube ich, in Japan. Davon gibt es natürlich etliche für die Vita. Ich habe ja selber eine Vita-Konsole. Und von diesen Spielen gibt es wirklich extrem viel. Ich weiß nicht, ob die alle gleich aussehen, aber die haben halt irgendwie so ein, ja, irgendwie immer das gleiche Cover, ne? Deswegen. This game was called Hot and Spicy Everything Nicey Limited Edition. And if you think that's a mouthful, just wait until you try the curry. First of all, this is a rare example of a limited edition game being made for a handheld console, which is pretty spicy in and of itself. Was ist denn da dabei jetzt bei der Collector's Edition? Nix oder was? But developers Compile Heart took it a step further and took notes out of Capcom's book by also taking a trip to the dollar store to pick up the items they included in this limited edition, which were as follows: a cheap plastic spoon, jetzt geht's los. Moment, wir gehen nochmal zurück. Also es gibt einen Löffel. Dollar store to pick up the items. Einen gelben, billigen Löffel. Included in this limited edition, which were as hier, also es gibt diesen Löffel, Curry Spoon. As follows: a cheap plastic spoon. Was macht man denn damit? Nichts. Okay, dann gibt's hier so eine Schale oder was? Plastic plate with the Plastik. Game's art on it, and a custom-made bib designed specifically for man-children weeaboo trash. All for the affordable price of $50 US. Wie viel? Sign me up. Wie viel? Halt! Zurück! Zurück! On it, and a ich wollte es ausschalten hier. Bib designed specifically for man-children weeaboo trash. All for the affordable price of $50 US. Ach so, ich dachte, da steht jetzt 949. Okay. 49
Dollar. Okay. Dollars. Sign me up! One thing I can say is that Compile Heart certainly knows how to cater to their fans. Aside from being kind of bizarre, this limited edition does serve a practical purpose. You can play Sorcery Saga Curse of the Curry God while lying in your bed, eating your curry without any of the mess or cleanup. Thanks to this. Aber ich muss dazu sagen, ich glaube, ich habe mir auch schon mal eine Collectors Edition geholt, wo was drin war, was ich eigentlich nicht gebraucht habe. Ich weiß jetzt nicht genau, was es war. Da müsste ich mal in mein Lager gucken. Handy dandy bib. Tapping into a similar demographic, Lionhead Studios' Fable 2 enjoyed a lot of hype when it was released on October 21st, 2008. Trying to capitalize on this hype, Lionhead Studios made plans to release a limited edition of the game that was ja, ist okay, ne? Mit so einer kleinen Figur noch dabei. Aber to include a bobblehead. Fable im Übrigen, die Collectors Edition von Dead Space 3 kostet, lasse mich nicht lügen, 420 €. Da ist ein Helm dabei und irgend so eine Figur. Aber das ist keine richtige, keine Ahnung, was das für ein Scheiß ist. Soll ich mal gucken? Moment. Sind hier zwei? Ach so. Dead Space 3 Collectors Edition. Bild in neuen Tab öffnen. Warum geht das denn nicht? Bild in neuem Tab. Will er nicht. Bild im neuen Tab? Hallo? Geht nicht. Okay. Vielleicht gibt es noch ein anderes Bild, ein größeres. Nee. Ich würde gerne das als Vollbild haben. Jetzt sind wir wieder hier, ne? Okay, auf jeden Fall. Das ist die Collectors Edition. Gibt schon mega geile Editions, aber preislich sind viele einfach brutal. Ja, definitiv. Ich habe hier die Callisto-Protokoll Collectors Edition, die hat 360 € gekostet. Habe ich noch nicht ausgepackt. Aber ich weiß noch nicht, ob ich die auspacke. Vielleicht als Wertanlage. Ich wollte eigentlich die Figur haben, aber ich habe aktuell keinen Platz. Ich weiß nicht, wo ich die hinstellen soll. Deswegen lasse ich das erstmal. So, hier steht's. Der Haken dabei ist, bla bla. Also ein teurer Spaß. Eigentlich ist der Helm des Protagonisten ja schon fast überzeugend genug. Wäre dann nicht der Preis. Auf der Website kostet das Ganze unabhängig von der Plattform 275 $. Ich habe jetzt mal aufgerundet. Also aktuell ungefähr 275 € umgerechnet. Der Haken dabei ist, dass der Versand nach Deutschland mit nochmal 97 € zu Buche schlägt. Und auch zusätzlich noch 70 € Steuern beim Checkout berechnet werden. Insgesamt wärt hier da also bei um die 442 € mit abgesicherten Versand sogar bei knapp 450 € für eine Collectors Edition, wo ein Plastikhelm dabei ist und diese komische Figur hier, die man hier unten sieht. Kann man das sehen? Ich würde ja gerne das Bild mal in einen neuen Tab öffnen, aber das geht nicht. Also, was ist denn alles dabei? Also so eine tolle Box hier, die wahrscheinlich eh kaputt ankommt. Ein Soundtrack, das physische Spiel, also PlayStation oder Xbox. Dann haben wir hier einen Helm mit Licht. Ein Helm mit Licht. Also so den kann ich mal auch drucken, ne? 3D-Drucker. Los geht's. Dann Lithograph. Wie gesagt, die Lithographen braucht keine Sau. Genau wie die Poster, genau wie Patches, genau wie Emblem-Pin. Ein Steelbook ist dabei und diese Statue, die ungefähr, glaube ich, 5 cm groß ist oder so. Können wir ja auch täuschen. Das ist alles dabei für 450 €, Freunde. Greift da gerne zu. So, weiter geht's. Tarot cards, and a making-of DVD, priced at $90 US originally. But just like every Fable game Peter Molyneux developed, this limited edition overpromised and underdelivered. Publishers Microsoft apparently ran into some supply chain issues, which basically means, oh shit, we forgot to order them. Oops. And as a result, shortly before its release, the limited edition had to cut the bobblehead wurde ein bisschen was rausgekürzt. And tarot cards, also slashing the price down to $69 US. Na dann, wenn da, ja, was ist dann noch dabei? Die Anleitung und 2 CDs und eine andere Verpackung. I came across a forum thread from 2008 where many fans seemed excited about buying the limited edition, specifically about getting the bobblehead, and they must have been disappointed when they found out all they would end up receiving was a making-of DVD you could watch online and a bunch of download codes for small DLC items. Even after the budget-cut limited edition, though, Microsoft still found a way to screw over customers. Many customers who bought the limited edition did not receive the download codes for in-game items. Microsoft put out
out a statement acknowledging this mistake and offered a solution. If you have purchased a copy of the Fable 2 Limited Collector's Edition that appears to be missing the DLC card, please enter your Windows Live ID here. And once again, they got him. Ladies and gentlemen, we got him. Oh. Nah, I'm just kidding. That'd be Ach so, fun. okay. The next game was based on one of the most legendary So, was kommt jetzt für ein Spiel? filmmakers of all time. John A name Woo? tied to the greatest cinematic masterpieces of an era. That's right. I'm talking about John Woo. And more specifically his game, John Woo's Stranglehold, Kenn ich nicht. which kind of sounds like a Brazilian jiu-jitsu move. The game was developed by Midway, produced by Mr. Woo himself, and released on September 7th, 2007, for both the Xbox 360 and PS3. And of course... Noch nie gehört. John Woo presents Stranglehold? Keine Ahnung, wie man das ausspricht. There was a limited edition. Because they knew fans would eat up Collector's Edition wohlgemerkt, Freunde. anything with John Woo's name on it, of course. The limited edition was different for each console. For $70, PS3 Oh, guck mal hier, der springt wie Max Payne, Alter. players got a Blu-ray copy of John Das war dieser Move von Max Payne. Max Payne 3 kann man genau das gleiche machen. Aber ich glaube, Max Payne 3 kam später raus. and action-packed Für PS3. film Hardboiled included in their game disc. Xbox 360 players received a behind-the-scenes documentary on Midway bringing the style of John Woo to video games, extended cutscenes, concept art, and an insider's look at sound design. Riveting. Wow. However, this limited edition included no copy of the Hardboiled film, or any John Woo films for that matter. Conversely though, the PS3 version included nothing but the Hardboiled Blu-ray. None of the extras found on the 360 version were on the PS3 version, and since the film was on the game disc itself, it was missing a few minor playback options, you know, like, I don't know, rewind, fast forward, and slow motion. But you know, I guess that's not necessary anyways, since the entire goddamn movie is in fucking slow motion. But at least you got to experience the magical wonder of the timeless Wer will denn sowas, classic. wer will denn And sowas making the haben? final entry on this list is, once again, Capcom. Okay, eine nächste. And with the same game Ich glaube, das ist auch das letzte, ne? Kann das sein? Kann's nicht series ganz too. sehen. This time with Resident Evil 6, the Leather Jacket Edition. Okay, es gibt eine Resident Evil 6 Collector's Edition mit einer Lederjacke. Which was released on October 6th, 2012. Now at first glance, this collector's edition looks pretty sweet. You get a replica genuine leather jacket based on the main characters. Also jetzt mal ganz ehrlich, ne? Also eine Collector's Edition mit einer Lederjacke. Also wahrscheinlich ist gar kein Leder, wahrscheinlich wie irgendein Kunststoff, so ein billiges Zeug. Also nicht mal so ein Lederimitat, sondern halt so ein Schrott halt. In the game, Leon. You also get 4 custom tablet cases, which, you know, weird inclusion, but Was? Man bekommt 4 custom tablet cases? okay. The leather jacket though, I mean, this is so useful and practical. You could wear it for your Leon cosplay, you know, or you could just wear it for a night out. Ich glaube, die Dinger bekommst du bei AliExpress oder bei Wish für 5 Euro. Out on the town, it's just a nice leather jacket. Who doesn't want that? Not only that, but Capcom actually delivered this time with a quality product. Well, wow. I mean, based on this guy's unboxing, it looks kind of like flimsy and thin, but nonetheless, I mean, it's supposedly a leather jacket. And you can trust that it's quality because the product was so good that it was actually endorsed by the development team, who of course are well known for their cutting-edge sense of fashion. However, much like the Resident Evil 6 logo, the leather jacket edition starts to look pretty messed up upon closer inspection. The price of this deal was jetzt geht's los. Sie haben sich das ein bisschen näher angeguckt. Aber das mit den Tablets verstehe ich at an nicht. absurd $1,000 US. Hä? Die Leather Jacket Edition kostet 1000 US-Dollar? Oder hat 1000 US-Dollar gekostet? So that Was ist denn das? Das muss aber $1,000 gute for a leather Qualität sein. jacket, 4 tablet cases, and Da kommt's wieder. a video game. Considering the fact that you can buy the same Ja, leather ja. jacket on eBay for as eBay. low as $115, a reasonable markup price for this deal might have been something. Aber das ist die Originaljacke. Das ist die Originaljacke aus der Collector's Edition, aus der Leather Resident Evil 6 Edition. Und diese Jacke unterscheidet sich natürlich extrem von denen auf eBay für $89.
Also da muss man natürlich aufpassen, ne, was man sich da kauft. Und ne, das kann man halt nicht vergleichen. Du kannst halt nicht so eine billige Jacke von eBay mit dieser Original aus der Collector's Edition vergleichen. Also ich wette, da geht's richtig. Like $250 or $300. But no, instead they decided to mark it up an insane $600, which is a 450% markup from just buying the jacket and game separately. That's not just a bad deal. I'd call that a highway robbery. You're effectively paying an extra $800. Und außerdem hat man noch diese Tablet-Hüllen dabei. Also die holen alles raus. Und das Spiel, nicht zu vergessen. Ich würde das Spiel, glaube ich, gar nicht spielen. Ich würde mir erstmal die Lederjacke anziehen und dann würde ich erstmal durch die Stadt gehen und sagen, Alter, weißt du, was ich gerade hier trage? Das ist die Original-Lederjacke aus dieser Collector's Edition für $1.000! $100 for 4 tablet cases that you'll probably never use. And why are they giving away tablet cases anyways? Are Resident Evil fans avid tablet users? Do they really need 4 separate cases for? Also ich hätte, glaube ich, nicht mal eins gebraucht. Was ist denn das? Für ein Apple iPad oder was? It seems like such a strange choice. Wait a second. When they said tablet cases, they meant those kinds of tablets? Was denn das? Hä? Like pills? Hä, was? So by tablet cases, it's actually containers for your opiate of choice based on an in-game healing item. Hey you, see this game? Great game. It's got everything in it. Running around, shooting zombies, the wikes. Hä? See these tablet cases? They're great for protecting your. Ja, also Lederjacke, Frauentorso, dann geht's sowieso ab. Also ich habe hier noch mehr, ne? Ich habe hier noch ein, pass auf. Ich habe hier noch das ultimative, Moment, wir müssen kurz Stimmung machen. Aufgepasst. Krasseste Collector's Edition der Welt. Mit einem Krypto, wie hieß der nochmal? Keine Ahnung. Das ist transparent. Da kann man ins Gehirn reingucken. Ist die nicht geil? Diese Collector's Edition, Freunde, da gibt es natürlich noch mehr. Und zwar ist hier noch was drin. Das habe ich da einfach mal drin gelassen. Mit diesem geilen Squishy-Ding, was ich hier versteckt habe. Dann gibt es noch einen Schlüsselanhänger. Wo habe ich denn den eigentlich? Ach, guck mal hier. Mit diesem Schlüssel... Ist das ein Schlüsselanhänger? Mit diesem Schlüsselanhänger hier. Freunde, bestellen Sie jetzt diese ultimative Collector's Edition. Ich muss mal gucken, dass ich die wieder richtig zumache. Für nur 399 €. Es gibt aber auch noch einen Rucksack dazu, der sieht aus wie ein Alien. Kann ich euch gleich zeigen. Aber habe ich nicht hier, muss ich euch ein Bild zeigen. Moment. Das ist im Übrigen Krypto. Nochmal zurück. Die Krypto Edition, Freunde. Die Krypto Edition. Ja. Krypto 137 Edition. Die gibt es. Wir machen das alles nochmal von vorne. Wir machen, hier ist die Figur dabei. Ja. Mit 60 cm. Die Figur ist wirklich auch relativ schwer. Es ist wirklich richtig krass angemalt, wie man das so schön sagt. Dann gibt es noch diesen Rucksack, wo ich glaube, da nichts reinpasst, weil dieser Rucksack ist einfach nur ein Rucksack. Das Ding machst du auf den Rücken und dann passt das. Dann diesen Schlüsselanhänger, dann das Squish-Ding, was ich gerade gezeigt habe, dann die Lithographen, dann das Spiel natürlich, dann die krasse Box. Die Box ist im Übrigen riesig. Ich habe da kein Unboxing gemacht, weil die Box so riesig war, Freunde. So, hier ist nochmal im Detail zu sehen. Und ich habe mir diese Edition natürlich nicht für 399 € gekauft, ich bin da nicht bekloppt, sondern ich habe 150 € gezahlt. So, geht durch, ne? 150 € für die Edition mit Spiel, alles dabei. Und es gibt auch eine neue, warte mal, Destroy All Humans 2. Ich habe das Spiel selber noch nicht. Es gibt diese Edition hier, nur ich weiß nicht, wo ich mir das Zeug hinstellen soll. Das ist sie hier. Oh, ich kann schon wieder hier nicht das Bild angucken, Alter. Ich raste aus. Oh, hier, guck mal, man kann drücken. Da gibt es wieder eine ähnliche Figur. Wieder so ein Squishy-Ding dabei. Diesmal kein Rucksack. Und das Ding kostet auch 400 €, glaube ich. Aber ich warte mal, bis ein günstiger Preis kommt. Ne? Gut. Das wollte ich euch nur zeigen. Ich habe diese geile Collector's Edition, Freunde. Und da muss ich ehrlich sagen, ich glaube, die 400 €, die sind auch gerechtfertigt, auch mit diesem Rucksack, den man überhaupt nicht braucht. Aber ich finde 400 € immer noch relativ viel, muss ich sagen. Wobei die andere Collector's Edition, die ich da habe, natürlich auch 340 € kostet hat. Gut, machen wir mal weiter. Okay, see this jacket? Genuine leather. Straight out of the fucking jungles of Thailand.
Now, we can either do this the easy way or the hard way. You pay me the small fee of $1,000, it's all yours. You walk away and I give my boy Todd Howard a little ring. He'll make sure all your private information goes bye-bye. Capiche? By the way, in all seriousness, the opioid crisis is a hugely important issue affecting millions of people. We're overprescribed. Big Pharma doesn't care about people's lives and only about their greed and money lining their pockets. That being said, I am glad that at least Capcom is bringing some attention to this epidemic. Thank you. Plus, look how stylish you look in this jacket. Mom said it's my turn on the PlayStation. What are you buying? None of this shit, that's for sure. Okay. Das war das Video, Freunde. Das war doch ganz unterhaltsam.